Alright. Der nächste Bosskampf. Ein Bosskampf, wo sich so viele Leute so dumm anstellen. Also, ich habe öfter mal Playthroughs von dem Game gesehen und mein Gott, wie dumm kann man sich anstellen, denke ich mir manchmal. So. Der Harrier hat ein bestimmtes Angriffsmuster. So zum Beispiel, wenn man ihn nicht sehen kann, dann greift er so an. Dann sollte man nicht schießen. Man sollte ihn treffen, wenn er kreist. Ungefähr so. Dann kann man ihn auch mehrmals treffen. Aber nicht, während er auf einen zugeflogen kommt. Ich muss sagen, ein bisschen tricky zu zielen damit. Das Gameplay ist ein bisschen... So. Feuer frei. Wo ist das Ding? Da. Und natürlich nicht den Hubschrauber treffen, sondern nur den Jet. Ist ja klar. So. Jetzt wird er wieder was machen. Jetzt wird er wieder schießen. Man kann ihn auch treffen. Aber nicht, wenn der Kasatka dazwischen ist. So. Und er kreist wieder. Einfach ballern. Das ist eigentlich nicht schwer. So, und jetzt kommt sowas hier. Jetzt macht er... Jetzt versucht er uns mit den Triebwerken zu verbrennen. Aber auch da kann man ihn gut treffen. So. Jetzt wird er wahrscheinlich so eine Clusterbombe abwerfen. Ja. Achtung. Da kann man sich unten verstecken. Oh. Fuck. Da war ich nicht schnell genug. Macht aber nichts. So, jetzt kommt er wieder. Aufpassen. Achtung, Deckung. Ich liebe die Stinger-Rakete. So. Now it's time to take cover. So. Da kann man wirklich nicht ausweichen. So, kreist wieder und jetzt fliegt er wieder weg. Wir müssen merken, wo er verschwindet. Denn gleich kommt er. Und weiter schießen. Er wird uns gleich ein schönes Geschenk. So. Und der Bosskampf ist eigentlich, wie gesagt, keine Kunst. Wenn man sich nicht so dumm anstellt. Geh aus dem Weg. Und das war's. There's something coming up.
It's running on water. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Whatever. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? All a legend right. is nothing but fiction. Someone tells it, someone else Whatever. remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said.
Do you get me? Okay, Metal Gear ist aktiv. Wir stecken richtig tief in der Scheiße. Was ist denn das? Oh mein Gott. Dieses Handy. Das Spiel ist aus dem Jahr 2002. Guckt euch das an, dieses Kühlspray. Man kann damit einfach Feuer löschen. Ist das nicht genial? Oh Gott, ich bin fast gestorben. Girl. Ich glaube, man kann dahin springen. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Weil man kann ja auch echt gleich sterben. Aber ich glaube, man kann dahin springen. Was liegt denn da? PSG 1 Munition. Ach, ganz ehrlich. Ich riskiere mein Leben nicht wegen PSG 1 Munition. Right, what's wrong? Right, right. Anywho. Ich riskiere mein Leben nicht wegen PSG 1 Munition. Ja. Wow. Das ist absurd. Jack, what's going on? Answer me! Jack! Jack! Muss ich denn sterben? Um zu leben. Was eine Legende. Man kann dort drüber springen. Ich sag's euch, man kann dort drüber springen. Ich bin ja nicht blöd, ich erinnere mich, man kann dort drüber springen. Ey, ist mir egal, was ihr sagt. Ich will diese Waffe, oder was auch immer da hinten liegt, haben. Denn ich glaube, es ist wichtig. Okay? No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack, you have to answer me. Ey. Das war im ersten Teil witziger. Right. What's going on? Ich brenne, Hilfe! No, no! Jack, please answer me! Jack! Das muss doch irgendwie... Vielleicht warten Sie eine Sekunde, ich google das schnell. Right, what's going on? Right. Right, Right. right. Wenn ich es nicht kriege, dann ist es mir auch egal. Ha! Geht doch. Geschafft. So, jetzt müssen wir hier nur aufpassen, denn da ist nämlich eine Brücke, die kaputt geht. Geschafft. Okay. Oh shit. This is not a pretty sight. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Super blöd. Die Nachricht. Oh Gott, nicht der Scheiß. Ich erinnere mich. Das ist richtig nervig. Weil hier kann man nämlich auch runterfallen. So dumm, ey. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das machen kann. Ich glaube nicht. Und mit Cartwheel. Cartwheel! Ach, so.
Und hier kann man einfach hangeln. Das ist easy. Dieses Spiel ist einfach kein Kletter- und Springspiel. Jump'n'Run könnte man auch sagen, aber sagen wir einfach Kletter- und Springspiel. Ein Springen- und Laufenspiel. Gut. Strut L. Perimeter. Biochem Lab, Power Plant, Assembly Facility, Warehouse, Oil Processing Fair. Hier ist ein Soldat. Seht ihr ihn? Er ist tot. Er schläft. Und irgendwo hier drin ist auch so eine Figur. Die soll so ein Easter Egg sein. Freeze! Oh. So irgendwo da drin soll so eine Figur sein. Die kann man sehen. So ein Easter Egg. Keine Ahnung. Halt irgendein Easter Egg, Leute. Ihr wisst doch, was ein Easter Egg ist, oder? Mein Gott. Aufpassen. Nicht den Kopf stoßen. Alter. Schon tense, oder? Action. What? I'm going to go in my pants. Nobody's looking, right? The enemy has already... right, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Rose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? Tja, witzig, gell? Mit Golden Shower. Alright. Es sind 4. Da ist Shell 2. Strut K. Die Tür ist kaputt. Und da geht's zu Strut L oder so. Das ist, glaube ich, auch kaputt. Der ist auch kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Level 5. So, und hier sehen wir bewaffnete Drohnen. Wie sagt man so schön? Drone Warfare. Naja. Oh Gott. Es ist schwierig zu zielen. Wie gesagt, ich habe diese Thematik schon mal besprochen. Die PS2 hat... What the hell happened? Right. I don't know. Right in. I don't know. Die PS2 hatte drucksensitive Knöpfe. Da muss ich jetzt gar nicht drüber reden, oder?
Das war einfach so. Da war es einfacher mit dem Zielen. Wir könnten noch einfach eine andere Waffe nehmen. Ne? Wir könnten die Pistole nehmen zum Beispiel. Oder das PSG 1. Und da haben wir eh gerade Munition rumliegen. Alter. Stirb! Stirb! Der Zoom ist zu heftig, Alter. Ach, der Zoom ist zu heftig. Oh, Sniper Pro. Diesmal bitte nicht ins Wasser springen. Ich weiß auch nicht, warum er immer ins Wasser springt. Ich glaube, er mag das einfach. Alter, ich hasse solche Sprünge. Hier können wir wieder hangeln. Das machen wir auch. Ganz ehrlich, ich springe hier nie wieder. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. So. Shell to Core, Air Purification Room. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Berlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him.
We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ach, ich weiß nicht, ob sie da mit den Subtitles irgendwie versucht haben, den bayerischen Akzent zu imitieren. Logge dich ins Node eine. Obwohl die Bayern würden eher sagen, einer. Einer loggen. Oder Eini loggen. Eini loggen, log dich Eini. Keine Ahnung. Okay. Wir brauchen einen Raketenwerfer und müssen den Präsidenten töten. Ich meine nicht töten. Oh Gott, hier sind... Was ist das denn? Ist hier das da unten? Da geht es richtig tief runter. Krank. Was sehe ich da? Chef Grenade. Was haben wir da? Nix. Loggen wir uns ein. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist der Präsident halt direkt vor der Schalttafel. Das heißt, man kann ihn quasi gar nicht verfehlen. Man muss ihn dann immer zuerst ablenken oder so. Man muss ihn erst ablenken, indem man da so an der Wand klopft. So. Und dann könnte man das machen. Aber wie gesagt, das ist nur auf höheren Schwierigkeitsgraden ein Problem. So, wir fallen jetzt runter in das überflutete Gebäude. Okay. Wir dürfen jetzt schwimmen. Zur Information, wir brauchen ein Lenkraketensystem. Um den Präsidenten zu retten. Es ist ein bisschen schwierig im Wasser zu navigieren. Vor allem wenn hier alles so trüb ist, aber man sieht halt kaum was. Ach, aber das macht es auch irgendwie realistisch, gell? Ja. Da sind auch noch Minen im Wasser. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ich glaube, da müssen wir aber nicht durch. Noch nicht. Obwohl doch, wir müssen doch schon durch. Hier schwimmt eine Ente, schaut mal. Cool, oder? Ach ja, das Spiel hat so viele Secrets tatsächlich, es ist unglaublich. Also wirklich, es hat sehr viele Secrets. Wie kommen wir jetzt hier am besten an der Mine vorbei? Nehmen wir einfach nicht dran schwimmen. Ja, witzig, gell? Ja, warum sage ich... Okay. Wir können jetzt schon wieder zurück. Theoretisch. Machen wir es auch. Ja, machen wir auch. Denn unsere Luft ist bald leer. So, aufpassen. Mine. Uah. Luft. Luft. So. Tatsächlich mag ich Tauchen sehr gerne. Mehr als Schwimmen, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Ich kann recht lang die Luft anhalten und habe mir recht viel Spaß beim Tauchen. So, jetzt können wir den Präsidenten nicht töten. Warum will ich immer alle töten? Jetzt können wir den Präsidenten retten. Holen wir uns erstmal die Munition, die hier liegt.
Guck mal, was da ist. Da geht's einfach tief runter. Oder so. Krass. So. Jetzt schießen wir so eine Rakete durch den Schacht. Und lenken die Rakete durch den Lüftungsschacht bis in das Zimmer vom Präsidenten. Und dort jagen wir dann den Schaltkreis in die Luft. Oder den Schaltschrank in die Luft. Genau. Let's go. Wir müssen auf den Treibstoff achten. Ich glaube, es geht jetzt hier nach links. Genau. Achtung, nicht den Präsidenten treffen. What are you doing? Stop it! Easy.